Wir sind Tobi. Und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. Wir werden zerfressen von Mücken und sehen uns schon nach dem Trautenheim von Alex und Mae zurück. Jetzt schon. Dass wir nur $58 bezahlt haben für diesen Campground. Der teuerste Campground bisher. Das ist nicht unser Campground, sondern this one. Das sieht ja lustig aus. Ich glaube, ich werde auch gleich mal duschen gehen. Es ist unglaublich heiß. Das Seltsame ist, ich glaube, das sieht auf der Kamera immer so aus, als würde es gleich regnen. Aber es ist unglaublich heiß und bewölkt und hat auch vorher geregnet. Das heißt, es ist perfekt für Mücken. Sorry, muss wieder runter machen. Es ist krass, wie sehr man unter den Dingern schwitzt. Ehrlich gesagt. Also man hält es nicht lange unter den Moskitonetzen aus, aber man hält es auch nicht lange ohne aus. Es ist ein Kampf zwischen Leben und Tod. Guten Morgen aus unserem Campground. Man mag es kaum glauben, aber es hat geregnet die ganze Nacht. Ja, wir haben die erste Nacht wieder im Zelt geschlafen und es war irgendwie ein komisches Gefühl. Also es war schön, wieder im Zelt zu schlafen, als würde man die Reise irgendwie nochmal beginnen, aber ohne die Vorfreude. Ohne die krasse Vorfreude, weil wir wissen, dass es jetzt halt wieder anstrengend wird. Aber ich denke mal, die wird schon noch kommen, wenn wir dann wieder hitchhiken und bei irgendjemandem im Auto sitzen. Bin ich mir sicher, dass wir das Gefühl wieder bekommen werden. Auf in den Westen. Hat er wieder Papier geklaut. So, wir watscheln jetzt die 2, bla 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 Kilometer zurück, weil hier ist so eine Nebenstraße. Und eigentlich müssen wir auf die Straße hier rüber. Geht aber nicht, weil da sind überall Zäune und ganz dicht bewachsen und so weiter. So, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wir müssen euch mal was zeigen. Hier ist die Highway-Abfahrt, wo die Autos wieder ankommen. Da ist eine Fußgängerampel, die man drücken muss, um hier rüber zu kommen. Aber nirgends ist ein Fußgängerweg. Das ist der Highway. Da darf man nicht drauf. So Leute, das ist ziemlich krass. Wir haben eine Strecke noch bis Thunder Bay, das sind ungefähr 1300 Kilometer. Und da hält ein Auto, Bhakti und Sarita, und die sagen, hey, wir fahren heute noch nach Thunder Bay. Das Witzige ist, es ist jetzt 14 Uhr und wir sind dann irgendwann um 3 da in der Nacht. Und dann, genau, und die fahren auch noch weiter dann den nächsten Tag. Mal gucken, vielleicht können wir dann auch mitfahren den nächsten Tag, weil eigentlich ist bis Winnipeg oder Calgary ist eigentlich so gut wie nichts. Und das wäre natürlich echt ziemlich cool. So, der Highway ist gesperrt für 2 Tage. Und jetzt sind wir hier so eine kleine, so eine kleine Straße reingefahren, um das zu umgehen. Aber das ist so schlammig und steinig stellenweise, dass es hier echt schwer ist durchzukommen. Hier passt auch nur eigentlich ein Auto. Ist nicht sehr breit. Und es kamen trotzdem schon Autos entgegen, die es halt nicht geschafft haben. Und wir wissen nicht, ob wir durchkommen. Und jetzt ist es ja gerade auch so eine kleine Schlange. Keine Ahnung, was davon das Problem ist. Ist echt spannend, ihm beim Fahren zuzuschauen. Weil man jedes Mal denkt, oh Gott, gleich knallt's. Aber dann knallt's nicht. Und irgendwie hat es bis jetzt funktioniert. Das sind leider, also insgesamt 6 Kilometer. Wahrscheinlich dauert das jetzt eine Stunde. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte geschafft. Mal gucken, wie weit die es noch schaffen. Ich hoffe nicht, dass wir umdrehen müssen, weil das dauert dann noch mal richtig lange. Hier ist überall Fliegen und Viehzeug. Nee, aber er hat erklärt, dass da irgendwie eine ältere Lady vorne fährt, die ziemlich reich aussieht, aber mit ihrem Auto ständig stecken bleibt anscheinend. VW Golf. Mit ihrem VW Golf, der hier einfach auch keine Chance hat. Ja, aber man muss sich wundern, dass die überhaupt so weit gekommen ist. Eben.
Es ist nämlich echt eine Kunst, hier durch den Wald zu balancieren mit einer einfachen Karre. Wow. So, wir sind jetzt wieder auf der normalen Straße angekommen und da steht tatsächlich einfach mal ein Klo rum. Wie geil ist das denn? Oder? Ja, wir hätten einfach gar nicht den Umweg, also Wir hätten den Umweg gar nicht nehmen müssen, ne? wir haben leider eine Abkürzung genommen, aber wir hätten einfach noch eine weiterfahren brauchen, dann hätten wir so eine normale Straße gehabt. Normal. Normal. Was ist schon normal? So, wir sind jetzt hier in so einem kleinen Ort angekommen. Es ist mitten in der Nacht, irgendwann um 12. Das ist ein recht großer Ort, 75.000 Einwohner. Okay. Es gewittert ziemlich, aber unser Fahrer würde gerne durchfahren bis zu Thunder Bay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst irgendwann heute Morgen zurück ankommen. Boah, krass. Morgen. Oh, ich hoffe, ich sehe nicht so müde aus. Nee, es geht. Wir sind tatsächlich die ganze Nacht durchgefahren. Das war ziemlich krass. Wir haben es jetzt, glaube ich, 6, 7 Uhr. Das ist echt krass. Der Bakri ist da echt durchgefahren. Ziemlich cool. Ich bin im Halbschlaf immer mal aufgewacht, weil ich irgendwie Angst hatte, dass er einschläft und von der Straße abkommt. Also so im Halbschlaftraum. Aber der ist echt ziemlich sicher die ganze Zeit gefahren, ziemlich angenehm gefahren und jetzt haben wir mal so eine kleine Pause gemacht. Oh, der Typ ist echt krass. Ein bisschen verrückt, aber cool. Jetzt haben wir es irgendwie um 10 und sind in Thunder Bay. Gucken wir uns gerade noch so ein kleines Memorial an. Haben wir eine Statue von Terry Fox. Das ist ein Mann, der Krebs hatte, sein Bein verloren hat und durch ganz Kanada gelaufen ist. Ziemlich krasser Typ, der ist hier ziemlich bekannt. Und der hat hier sogar eine eigene Statue gekriegt. Also, wenn ich mich richtig erinnere, wollte er auch ein Zeichen setzen. Damit, ja. Wir sind hier an der Grenze zur Zeit. Nee, hier ist die Grenze zu einer anderen Zeitzone. Und wir haben es jetzt 14 Uhr. Und hier drüben. Jetzt haben wir eine Stunde gut gemacht. Jetzt haben wir es 13 Uhr, wenn wir uns hier rüberstellen. Das ist ziemlich cool. Eine Stunde gut. Ja, eine Stunde gut gemacht.
Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind am Campground angekommen. Wir haben doch noch einen gefunden, der Platz für Zelte hatte. Die beiden sind jetzt los, um Bhaktis Freund abzuholen. Ich weiß nicht, ob die den dann mitbringen oder ob die was essen gehen. Auf jeden Fall kochen wir gerade was. Und das brauchen wir auch ganz dringend, weil wir haben uns irgendwie die letzten Tage nur von Riegeln ernährt. Beim Durchfahren heute gibt's mal lecker Nudeln. Wie viele Kilometer haben wir heute gemacht? Beziehungsweise gestern und heute? 1925 Kilometer. 1920 Kilometer. Tobi sagt gerade, wir waren noch insgesamt 24 Stunden auf der Straße. Das ist echt krass. Natürlich mit kleinen Pausen, aber sowas habe ich noch nie gemacht. Also ich kann mich erinnern, als ich noch klein war, da sind wir dann irgendwann früh aufgebrochen, wenn wir nach Italien gefahren sind. Da sind wir natürlich auch lange gefahren, aber so richtig die Nacht durch, ohne richtig Schlafsachen und so weiter und dann noch schnell einen Kaffee reingehauen und irgendwann um Mitternacht noch schnell einen Cheeseburger gefressen. Also ich weiß nicht, wie lange das her ist, seit ich sowas gemacht habe. Ich hatte jetzt ein Handtuch drüber gelegt und versucht, das Vieh dort reinzukommen. Tja, kommst aber nicht rein. Wir haben ganz gut geschlafen. Ich glaube, das ist auch nicht schwer, wenn man die ganze Nacht durchgefahren ist und kaum geschlafen hat. Wir haben richtig schön tief geschlafen. Es hat nicht geregnet. Es war eine sehr, sehr angenehme Nacht. Wir haben auch alles schon vorher zusammengepackt und immer in der Hoffnung, dass wir die beiden nicht wecken. Die haben ein bisschen länger geschlafen heute, aber die müssen ja auch, die fahren ja. Und ich denke mal, heute geht's weiter nach Calgary. Ich glaube zwar nicht, dass wir das heute erreichen, beziehungsweise in den frühen Morgenstunden. Ich denke mal, Bhakti wird wieder durchfahren. Und dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Aber ich bin echt sehr glücklich, dass wir die beiden getroffen haben. Das ist echt, das ist wirklich Glück. Das ist richtig großes Glück. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich glaube, Tobi auch, aber der kann euch das jetzt nicht sagen, weil er auf dem Klo ist. Aus Winnipeg. Der Plan hat sich noch mal ein bisschen geändert. Serenas Mutti ist irgendwie doch in Winnipeg ausgestiegen und die wird dann zusteigen ins Auto. Deswegen haben die uns jetzt irgendwo ein bisschen eher rausgelassen als in Calgary. Aber das ist gar kein Problem. Hier an der Tankstelle. Wir packen jetzt gerade noch ein bisschen um und gucken dann, dass wir weiter Richtung, also vielleicht sogar noch weiter als bis nach Winnipeg kommen. Das ist ganz lustig, wir waren eigentlich nur 2 bis 3 Tage in Ontario und jetzt sind wir schon in Manitoba. Ziemlich krass, da wo alles flach ist. Und wir haben zwischendurch auch die Mitte Kanadas erreicht. Yeah! Das heißt, wir haben Bergfest heute. Wir haben die Hälfte geschafft von unserer Reise. Das muss gefeiert werden. Das konnte man kostenlos zu einem Kaffee mit dazu nehmen. Honig. Wie lange ist das her, seit ich das letzte Mal Honig gegessen habe? Oh, freue ich mich schon. Das kommt jetzt hier auf mein mageres Brötchen. Dann gibt es noch eine Banane. Und dann versuchen wir nach Regina zu kommen. So weit wie wir können. Ohne in Winnipeg festzusitzen. So, bevor es dunkel wird, Leute, müssen wir euch noch was erzählen. Das ist echt witzig. Also irgendwie ist alles immer witzig, aber das ist besonders witzig, weil es ja nicht geplant war, dass die beiden uns in Winnipeg absetzen.
Und wir wussten ehrlich gesagt nicht so ganz, wo wir jetzt hin sollen und was wir machen sollen. I hope you will find some people like us in Winnipeg, maybe. Und da schreibt mir einfach die Dana. Das ist eine ganz nette Bekanntschaft von Instagram. Das ist eine vegane Ernährungsberaterin, die mich einfach mal angeschrieben hat, weil die auch gerade in Kanada reisen. Und die ist gerade auch in Winnipeg. Und das heißt, weil die gerade House-Sitting machen, haben die uns eingeladen, einfach mal kurz in das Haus zu kommen, um mit denen zu essen. Dann haben wir ein bisschen gequatscht und so weiter. Und dann haben die uns jetzt zu so einem schönen Ort gefahren, weil es hier leider keine Campgrounds in der Nähe gibt. Zumindest sind die alle auch blöd für uns gelegen. Haben wir jetzt hier so einen richtig großen, schönen Park, der wohl mal ein Zeltplatz war und jetzt aber irgendwie genutzt wird von den Leuten. So ein bisschen, da ist ein Paraglider. Aber hinter den Wolken. Paul, wenn du das siehst, wir denken an dich. Und es gibt kaum Mücken, das ist echt schön.